Ja, seid gegrüßt zu einem kleinen Ausflug. Wir gehen heute in einen HDL, das heißt nicht hab dich lieb, 360 Hypermarket. Soweit ich informiert bin, gehört das irgendwie so ein bisschen zu Lidl und irgendwie auch nicht. Da werde ich noch ein paar Einblendungen noch geben, unten in den Untertiteln, genauere Informationen. Die haben da angeblich 2021 hier in Montenegro eine Firma gegründet, aber die haben noch kein Zentrallager hier in Podgorica. Dementsprechend haben die noch nicht offiziell sich als Lidl benannt und laufen unter diesen HDL. Das sind so Märkte, die sie aufgekauft haben. Und angeblich sind da einige Lidl-Produkte dabei. Da werden wir ein bisschen reingucken, was da ist. Die Regierung meint, irgendwie 15 bis 30% sollen dann die Lebensmittel günstiger werden durch den Preiskampf, den Lidl dann starten würde. Und ansonsten, ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Montenegro grundsätzlich von den Lebensmitteln, ja, schon relativ hochpreisig für das Durchschnittseinkommen der Einwohner. Aber die leben hier gerade hier in Tivat gut. Wo ist denn der HDL? Das ist in Lukovac, 10 Minuten von Tivat, beziehungsweise auch 10 Minuten von Kotor und 20 Minuten wahrscheinlich zurück, weil in die andere Richtung der Staus ist immer extrem. Da freue ich mich eh schon auf die Rückfahrt. Ja, und dann gucken wir mal rein. Wichtig zu erwähnen ist, dass es in Montenegro nicht diese Art von Discounter gibt, wie man es vielleicht aus Deutschland kennt. Bei Rabatten dafür sind die in Montenegro teilweise richtig extrem, also bis zu 60% gehen die runter. Natürlich kennt man das auch in Deutschland, so eventuell 1+1 gratis. Nur wenn die halt reduzieren Montenegro, dann gleich halt richtig extrem, was uns halt aufgefallen ist. Also es gibt dann nicht diese 5% Mäßigung und dann schön extra ein rotes Etikett drauf, damit die Leute halt kaufen, diese psychologischen Tricks, sondern dann ist es halt wirklich krass billig. Ansonsten natürlich kann es das eine oder andere Produkt auch teurer sein in Deutschland als in Montenegro, genauso auch umgekehrt. Gibt es immer wieder Rabattaktionen und so weiter. Ich versuche mich trotzdem so gut es geht an die klassischen Produkte zu halten. Die Energiepreise werden nicht an den Kunden so extrem weitergeben, wie man es speziell in Österreich haben wir es gesehen. Und dementsprechend die Preise sind relativ human für Getränke, die halt etwas gekühlt sind. Was halt am krassesten war, ich glaube, das ist das erste Mal, dass das Red Bull teurer ist als in Österreich. Ansonsten war in jedem Land, selbst in Albanien, das Red Bull günstiger. Und am günstigsten ist es nach wie vor in Deutschland, habe ich sogar jetzt wieder gesehen, reduziert auf einen Euro. Und wie wir ausgewandert sind, hat es sogar eine Aktion gegeben mit 88 Cent. Ist schon ein krasser Unterschied dafür, dass es in Österreich produziert wird. Nehme ich immer wieder gerne als Beispiel. Die Mayonnaise von Montenegro, ich weiß nicht, ob die jetzt auch von Serbien oder Montenegro produziert ist, aber qualitativ fand ich die sehr, sehr gut, preislich auch fair. Senf und Ketchup, wenn man da so auf die einheimischen Produkte geht, sind auch preislich alles relativ in Ordnung und qualitativ ganz okay. Einzige halt, wenn man wieder auf Tomi oder Heinz Ketchup gehen will oder die ganzen Heinz Soßen, ja, seht ihr, die Mayonnaise von Heinz kostet zum Beispiel 3,99 € so eine Tube. Also wer es unbedingt haben will, kann da gerne zugreifen. Wir sind sowieso keine Fans, aber auch gesehen in Deutschland ähnlicher Preis, ich glaube 2,99 €, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Auch alles rund um Käse und Milchprodukte ist in Montenegro, ja, im Gegensatz zu den Ländern, wo wir zuvor überall waren, relativ gleich meiner Meinung nach wie in Deutschland. Also speziell auch Weichkäse ist allgemein in den südöstlichen Ländern relativ günstig. Gerade an der Theke kriegt man da oft wirklich gute Qualität für einen sehr, sehr fairen Preis. Und selbst die Milch war unter 1 € teilweise zu kriegen. Das war so das erste Land, wo der Preis eben unter 1 € war. Zum Beispiel in Albanien, Bulgarien und der Türkei haben wir ja keine Milch unter 1 € gefunden, teilweise sogar 1,40 €, 1,60 €. Die berühmten Fischstäbchen, als Kind schon gerne gegessen und in Deutschland auch, aber die Preise sind da auch extrem angestiegen. Es gibt auch eine Marke, Ledo heißt, ich glaube, dass die verwandt ist, zumindest optisch sind die Designs relativ ähnlich. Und ja, ich glaube, geschmacklich war es auch okay. Die anderen Sorten von Fischstäbchen oder panierten Fisch, ja, da würde ich gleich die Finger weglassen. Ich glaube, da ist irgendwie wirklich minderwertiger Mix drinnen. Ansonsten preislich ist es ähnlich wie in Deutschland, 3,49 € und ab und zu habe ich gesehen in Deutschland in Aktion 2,79 € die Fischstäbchen. Also da nimmt sich's nichts. Deswegen denke ich, glaube ich, dass das von der gleichen Firma ist, nur mit einem anderen Namen
Wurstprodukte, da braucht sich Montenegro bzw. allgemein die Balkanländer nicht wirklich verstecken. Die sind qualitativ ähnlich wie in Deutschland. Man hat so seine Salami, geräucherte Wurst und so weiter, Puttenschinken und hast du nicht gesehen, preislich ähnlich wie in Deutschland. Vielleicht teilweise ein Ticken teurer, teilweise ein Ticken vielleicht ein bisschen würziger, aber in Summe braucht sich da Montenegro vor allem nicht verstecken. Was es halt nicht gibt, ist so diese minderwertige Wurst wie in Deutschland. Die habe ich jetzt nicht gesehen, zum Beispiel bei den Aufschnitten. So Würstchen haben wir gesehen von Woody, die kosten irgendwie 40 Cent, also da will ich nicht wissen, was die können, aber die werden ja auch in Deutschland verkauft, wenn auch, glaube ich, ein Ticken teurer. Ansonsten, wer nicht ängstlich ist, am besten ist es meistens an der frischen Theke zu gucken, dass man da was kriegt. Ist oft sogar noch ein Ticken günstiger. Und wenn man da halt guckt, dass man jetzt nicht unbedingt die Reste sich aufschneiden lässt, dann hat man echt auch oft gute Qualität. Hier in diesem Market ist halt das Problem gewesen, dass viele sich dafür interessiert haben und da oft sehr lange Warteschlangen hat. Selbst Chips sind hier extrem günstig. Wenn ich jetzt denke, auch an Albanien oder auch jetzt hier in Bulgarien, die Preise für Chips sind schon teilweise extrem in die Höhe gegangen. In Montenegro hingegen für viele Sorten nicht. Selbst die Pringles sind gut, man muss auch verteidigen, dass sie in Aktion sind, aber der Preis für diese Aktion ist schon heftig. Ich habe zuletzt jetzt gesehen, hier in Bulgarien für über 3 Euro so eine Pringles-Packung. Nicht, dass man sie jetzt essen soll. Wer weiß, wie die produziert werden, der lässt in Zukunft die Finger davon. Aber nur als Vergleich, was da teilweise möglich ist, wie weit man mit dem Preis runtergehen kann. Zähneputzen muss man halt auch. Ist, glaube ich, nicht verkehrt, wenn man das regelmäßig tut, auch Hygieneartikel. Und hier muss man auch sagen, preislich absolut top. Gerade in der Türkei hatten wir die Probleme, gerade diese ganzen Marken, die man kennt, waren alle richtig, richtig teuer. Und die, was aus der Türkei sind, die Marken, die halt dann halt dafür extrem günstig waren, waren meiner Meinung nach, ich weiß nicht, was das für eine Chemiebrühe war, auf jeden Fall sehr, sehr qualitativ minderwertig. Ansonsten auch andere Hygieneartikel, Duschgel und so weiter, war preislich jetzt nicht wirklich großartige Unterschiede zu sehen zu Deutschland. Wichtig halt immer diese extremen Aktionen, die sie haben, da gehen sie halt wirklich mit dem Preis extrem runter, da in Montenegro, zumindest in diesem HDL-Market, teilweise 50-60% reduziert, wenn sie da dieses Stopp-Etikett drauf hatten. Was interessant zu wissen ist, wie dann die Weihnachtsfeiertage waren plötzlich alle diese Stoppschilderchen weg und die Preise waren alle auf Normalniveau. Ja, weil die Leute halt alle zu den Zeit einkaufen gehen, also da sind sie auch sehr tricksig unterwegs und vielleicht anders wie in Deutschland, wo dann halt weiterhin noch mehr Aktionen gedruckt werden und noch mehr aufs Gaspedal gegangen wird hier hingegen alles entfernt an Aktionsartikeln und dann einfach die normalen Preise über die Feiertage angezeigt. Auch ein berühmter Vergleich, Nutella, wer es unbedingt braucht. Preislich denke ich mal ganz okay in Summe, in den anderen Ländern jetzt auch nicht viel günstiger, ist aber auch zur Verteidigung hier wieder in Aktion gewesen. Was beliebt ist, sind die montenegrischen bzw. wahrscheinlich importiert von Serbien oder Kroatien, diese Euro-Creme-Produkte. Man hat sogar Euro-Creme-Palatschinken, die so genannt sind. In Deutschland nennt man es ja Nutella-Palatschinken oft und hier sind es Euro-Creme-Palatschinken. Die sind da sehr, sehr gefragt, diese Cremes. Ich kann mich da erinnern, einmal wie ich in Kroatien vor vielen Jahren war, dass die ganz, ganz gut war. Ansonsten Marmelade gibt es auch. Preise sind auch ähnlich wie in Deutschland. Unterschiede von der Größe, Qualität und so weiter. Da muss man sich halt auch dran ausprobieren. Müsli-Preise, Cornflakes und so weiter, die sind auch überall hochgegangen. Ich weiß jetzt nicht, wie genau die Preise in Deutschland sind für solche Packungen. Da ist ja auch wegen diesen A, B, C, D, E-Labels, da haben sie da so ein bisschen die Rezepturen geändert, weniger Zucker drin, für mehr hochwertige Ballaststoffe drin, aber es gibt auch billigere Varianten hier, die nicht A, B, C, D gelabelt sind. Dann siehst du wieder, wie die Preisunterschiede teilweise krass sind. Waschmittel gibt es auch, die Qual der Wahl. Das sind natürlich die Marken aus Deutschland, die man kennt. Und natürlich auch die aus der einheimischen Region hier rund um Montenegro, die dann oft ein paar Euro günstiger sind. Ob die jetzt qualitativ viel schlechter sind, ich denke mal, ich bezweifle es, aber da ist ja meistens, gerade wenn ich an meine Frau denke, ist man da halt relativ kritisch und hat da so seine Lieblingspulver. Meine Mutter war da auch immer so, die hat auch immer nur auf ein Waschmittel geschworen und die alle anderen waren Schrott. Dementsprechend auch hier kann man sich natürlich austoben, aber auch hier teilweise bis zur Hälfte billiger, wenn man sich für das günstigere Mittel von den einheimischen Produzenten entscheidet. Der Kaffee ist auch so ein Nationalgetränk, ebenfalls auch hier so ein bisschen in Montenegro, dementsprechend preislich
relativ angemessen, nicht wirklich überteuert. Wer natürlich auf diese ganzen Weltprodukte, Nescafé und was weiß ich von Nestle schwört, der zahlt natürlich immer ein bisschen Aufpreis. Kekse und so weiter gibt es auch in Massen, da sind sie auch große Fans. Also da gibt es hunderte Sorten von diesen Butterkeksen und auch Biskotten und sowas. Ich weiß nicht, was die da großartig vielleicht backen. Vielleicht gibt es ja irgendwie so einen Nationalkuchen, der eben aus diesen Produkten gemacht wird. Teesorten von Potravka, auch preislich denke ich in Ordnung. Ketchup hatte ich schon erwähnt, bei Mayonnaise und Senf finde ich preislich absolut okay. Wie gesagt, in den Ländern davor, wo wir waren viele solche Produkte einen Ticken teurer und qualitativ fanden wir es eigentlich in Ordnung. Und natürlich, wenn man jetzt wieder auf diese kühne Soßen geht, die ich meine in Deutschland teilweise um 99 Cent, wenn die in Aktion waren, verkauft worden sind und hier das Dreifache teilweise, finde ich schon heftig. Selbst wenn da die Liefer- und Speditionskosten hinzukommen. Anders als in den bisherigen Ländern ist hier in Montenegro Alkohol so ein bisschen gefragter. Keine Ahnung, was dieses Sirce ist. Es war anscheinend irgendwas Hochprozentiges und auch sehr, sehr günstig. Olivenöl ist, glaube ich, in ganz Europa oder in der ganzen Welt preislich hochgegangen. Selbst in Türkei oder Griechenland, wo es auch produziert wird, kriegst du kaum noch günstiges Olivenöl. Dementsprechend auch hier die Preise ja von bis. Sonnenblumenöl um den Euro circa der Liter, 1,14 € in dem Fall. Mehl ist auch okay, kostet 59 Cent. Ich denke, da ist auch nicht viel Unterschied. 1 Kilo Zucker auch um die 90 Cent. Natürlich der braune Zucker ist ein Ticken teurer, ist glaube ich eh klar. Salz kostet um die 40 Cent. Beim Reis muss man ein bisschen aufpassen, der wirkt relativ günstig, ist aber qualitativ irgendwie ein anderer Reis. Könnte eventuell nicht jedermanns Sache sein. Die Barilla-Nudeln dafür in Aktion um 99 Cent. Ja, die Nudeln relativ okay preislich, sind zwar auch teurer geworden, aber 99 Cent wirklich in Aktion. Die Barilla haben wir schon in anderen Ländern viel, viel günstiger gesehen, ist aber preislich, glaube ich, noch im Rahmen. Habe ich zwar nirgends aufgenommen, aber Lachs und auch hier sieht man Thunfisch ist in Montenegro eine Delikatesse, also sehr, sehr teuer Lachs und eben halt auch Thunfischdosen. Die Preise allgemein hochgeschossen, das ist ja nicht mal die bekannte Marke, sondern eine No-Name-Marke, also ich kenne sie zumindest nicht, Calvo. Wenn man die jetzt halt von Rio sieht, die Preise, ja, da geht schon Richtung zweistellige Europreise. Für alle Weinliebhaber auch hier die Auswahl eigentlich relativ groß. Ist für jeden was dabei, von irgendeinem Merlot ab 3,79 bis hin zu Weinflaschen um die 20 €. Nicht so riesig wie in Bulgarien teilweise, aber trotzdem, man wird hier nicht verdursten und auch Spirituosen in Massen. Weißbrot, wie in den Ländern üblich, kriegt man dann am ehesten. Also deutsches Brot wird man auch hier in Montenegro schwer finden. Aber so ein Weißbrot kostet um 90 Cent bis 1 €, manchmal sogar 70 Cent. So diese ganzen Mehlspeisen, die haben uns da oft nicht wirklich angesprochen. Das meiste sah sehr klassisch aus und war jetzt nicht so irgendwie beeindruckend. Da ist ein bisschen was Italienisches war dabei. Muss man jetzt nicht großartig probieren. Und wenn, dann kann man eher in Kaffeehäusern was probieren. Da sind viele Sachen selbst gemacht und etwas kreativer ausgedacht. Ja, wir sind jetzt zurück und haben insgesamt für 62 € eingekauft. Kosmetiksachen, Drogerieartikel sind jetzt dabei. Und ob die jetzt irgendwie mit Lidl zusammen sind, ich habe jetzt keine Lidl-Produkte gesehen. Wir haben insgesamt 4 Tüten. Eine Tüte habe ich hier schon ausgepackt. Was ich vergessen habe, ist noch Wasser. 5 Liter Wasser kostet um die 1,55 €. Man denkt, weil das so ein Riesenbehälter ist, dass es günstig ist, aber in der Regel, wenn man dreimal eine 1,5 Liter Flasche in Deutschland kauft, kommt man auch irgendwo auf 1,50 €. Von den günstigeren Sachen sogar noch weniger. Was lustig ist Käse und Wurst wird an der Frischetheke nicht irgendwie in so eine Papierdings eingepackt, sondern in so eine Plastikbox. 1 € hat der Käse hier gekostet. Wir haben geguckt, dass wir ein bisschen einheimischer kaufen. Und hier irgend so ein Dimenje Gold. Dann hier irgendwie Wurst, die hat irgendwie gekostet 1,70 € oder 30, irgendwie sowas in die Richtung. Und irgendwie solche serbischen Würste, die sind gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also die dünkleren, nicht diese Wiener Würstchen, beziehungsweise in Österreich sagt man ja Frankfurter. Die sehen so aus wie Hotdogs. Das ist allgemein hier so am Balkan nicht so spannend. Aber die sind nicht so mal so schlecht, sind eigentlich so zum Grillen. Hackfleisch haben wir gekauft. Hackfleisch, Rinderhackfleisch. 600 Gramm für 4,80 €. Ich denke mal, so weit ist es auch ein
Deutschland vom Preis her. An der frischen Theke dann Mehl, habt ihr gesehen von den Preisen. Und dann eben hier so ein Shampoo zum Händewaschen, dann Feuchttücher für die Frauen, die brauchen das dringend. Halt immer so ein Kleinzeug, was halt etwas den Preis zum Beispiel gibt, so ein Granola das kostet gleich 3 Euro oder so. Ein paar Kleinigkeiten, dann Nudeln, hier eine ganze Packung, die war für 1 Euro verbilligt von dem klassischen Hersteller. Dann Süßkram, das sah ziemlich interessant aus und wir dachten, wir probieren das aus. So Creme Stapicci mit weißer Schokolade gefüllt, sieht aus so ein bisschen wie Duplo. Mal gucken, ob die Verpackung besser aussieht als der Inhalt. Dann so Reispuffer, das hat wirklich auch kein Vermögen gekostet, habe ich jetzt nicht aufgepasst. Ein bisschen Wurst aufgeschnitten, Buttenwurst, Hühnchenbrust, sowas in die Richtung 1,90 Euro. Das hier kostet 1,19 Euro. Ist so das erste Land seit längerem, wo man sieht zum Verhältnis zu den anderen Produkten, dass es hier so Schoki zum Kuchenbacken ist, auch halt untypisch von den Nahrungsmitteln. Milchreis, auch jetzt nicht so weltbewegend. Und diese Soße da, die ist gar nicht so schlecht. Polymark heißen die, das ist gleich so eine einheimische Marke, glaube ich zumindest. Zumindest gibt es die häufig und das Ketchup verwenden die regelmäßig. Und dann haben wir noch Fischstäbchen gekauft, wir probieren es nochmal. Die Verpackung sieht so ein bisschen nach einer altbekannten Marke in Deutschland aus. Und hier heißt es einfach Ledo. Optisch sieht es relativ ähnlich aus. Mal gucken, wie die schmecken. Danach Gurken haben wir gekauft. Einheimische Gurken von Dolina Morave, Krastavac, Tomaci. Irgendwie 2 Euro hat das gekostet, 1,80, 1,90. Dann für die Kleine, da habt ihr gesehen, auch reihenweise diese Marshmallows, und das heißt dann die Milch. Ja, wie gesagt, 80 Cent. Hier aber mit 2,8 oder so, 2,4% Fett. Ne, 2,8 sind es. Und noch mehr Dekorzeug, wobei glaube ich irgendwo so eine Packung jetzt 2 Euro gekostet hat. Bisschen Sonnenblumenkerne, ein Shampoo, also nicht nur alles Lebensmittel, sondern ein bisschen auch Drogerieartikel. Dann nochmal ein Shampoo, was denn das wird gekostet? Elseve L'Oreal, wird wahrscheinlich ein Ticken teurer sein. Ja, 6,19 Euro kostet da. Das sind die beiden irgendwie. Oder beide zusammen irgendwie so in die Richtung. Habe ich jetzt nicht gesehen. Und dann so eine Sardinendose. Mal gucken, die ist aus Rovigny. Gucken, ob das irgendwas Besonderes ist. Vielleicht irgendwie 1 Euro irgendwas gekostet. Ja, 4 Tüten, ihr seht. Jetzt auch nicht die Welt, 60 Euro. Natürlich ein paar Produkte, wenn man die jetzt weglässt. Von den normalen Nahrungsmitteln bist du dann irgendwo vielleicht bei 40 Euro. Das Granola ist jetzt auch ein bisschen hochwertiger. Rinder, Hackfleisch ist jetzt auch nicht jeder, der jetzt rein Rind isst. Ich sage mal, in Summe zahlst du ja mittlerweile in Deutschland auch so in die Richtung ähnliche Preise. Mal gucken, ob es günstiger wird. Wir haben auch viele Russen, Ukrainer gesehen, die heben halt auch nochmal hier in der Region die Preise. Vielleicht hätten wir doch nach Budva noch fahren sollen, ob es dort günstiger ist. Mal gucken, ob es dort Unterschiede gibt. Auf jeden Fall bei den Mietwohnungen weiß ich auf jeden Fall, dass hier die Region extremst teuer ist, teilweise doppelt so teuer wie im Süden. Aber das ist dann ein anderes Thema. Ja, so ein kleiner Überblick über die Lebensmittel, über das Einkaufen in Montenegro, über die Supermarktkette HDL, die ziemlich bald wahrscheinlich zu einem Lidl werden wird. Aber auch da, egal wo man ein bisschen guckt, gibt immer wieder Produkte, die in dem Land günstiger sind, in dem anderen Land teurer, irgendwelche Läden, die hier so ein bisschen günstigere Produkte haben, irgendwelche Sachen in Aktion, zum Beispiel der Laden vor uns, vor unserer Haustür, der hatten die ein oder anderen Sachen etwas günstiger gehabt. Dafür, ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu irgendwelchen Sachen, die ich nicht gezeigt habe vom Preis her, oder irgendwelche Sachen, die es vielleicht, ob es die gibt in Montenegro. Aber in der Regel ist es nicht so extrem, nicht so viele deutsche Produkte. Doch viel aus der Region, ob das jetzt kroatisch, serbisch ist oder bosnisch, mag ich jetzt nicht zu beantworten. Da bin ich noch zu kurz in Montenegro, um da die Unterschiede herauszukennen. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne ein Like da lassen und dann bis zum nächsten Mal.